Ich weiß noch genau, wie er mir das erste Mal von der Idee erzählt hat und ich habe mir gedacht, der Typ, der spinnt doch. Ich brauche einfach jetzt, ja, doof ausgedrückt, einen Tapetenwechsel. Ich brauche irgendwas Neues. Ich brauche eine Veränderung. Wir wollen raus. Und ich glaube, wenn wir uns auch was in den Kopf setzen, dass wir das durchziehen. Ja, komme was wolle, da hast du echt recht. Aber da steht ein Wildschwein. Was machen wir dann? Dann ist Feierabend. Aber mein Opa, der hat immer erzählt, was ganz wichtig ist, dass man zu zweit unterwegs ist. Und dann ist wichtig, dass du einfach schneller wie dein Kumpane bist. Also, dass du schneller bist wie ich, Genau, oder wie? genau. Und mich erwischt's dann. Ja, also einer überlebt. Stopp. Bevor wir jetzt noch weiter von Wildschweinen reden und nicht zum Punkt kommen, fangen wir noch mal ganz langsam von vorne an. Das bin ich, Mike, 25 Jahre. Und das bin ich, Jakob, 24 Jahre. Wir sind beste Freunde und befinden uns am Ende unseres Studiums. Als nächstes geht's richtig los mit Job, Familie und weiteren Verantwortungen im Leben. Aber tatsächlich fühlen wir uns noch nicht so ready für diesen Schritt. Wir stehen noch etwas orientierungslos zwischen dem Studium und der Berufswelt. Deshalb stellen wir uns die Frage, was gibt uns Rückenwind im Leben? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir uns überlegt, wo man den Rückenwind am besten spürt. Auf dem Fahrrad. Deshalb haben wir unsere Fahrräder gepackt und machen uns auf den Weg. Kapitel 1: Deutschland. Ordentlich gepusht habt ihr. Klar, sonst kannst du noch mehr Lager. Ich genieße es. Euer Projekt. Los geht's jetzt. Und somit radeln wir von der Bavaria in München los. Wir möchten einmal durch halb Europa. Durch Deutschland, Schweiz, Frankreich und Spanien bis zum Europa-Point in Gibraltar. 3000 Kilometer. Was wird die Reise mit uns machen? Werden wir Begegnungen haben, die uns inspirieren? Und können wir herausfinden, was Rückenwind für uns im Leben bedeutet? In unseren Köpfen kreisen die Momente der Verabschiedung. Wir lassen einiges hinter uns und sind bereit für das, was kommt. Um gemütlich ins Abenteuer einzusteigen, ist unsere erste Übernachtung bei Freunden. Meine Mutter hat mich christlich erzogen, vor allem mit Schutzengeln. Der Schutzengel war immer wichtig, dass der sozusagen dabei ist. Für die Momente, wo sie keine Zeit hat, auf mich aufzupassen, hat sie das delegiert. Wenn ihr nach einem Tipp fragt, dann würde ich sagen, vertraut auf euren Schutzengel und aktiviert ihn von Zeit zu Zeit. Das macht ihm Spaß, einen zu begleiten, weil da freut er sich, da hat er was zu tun. Also, gute Reise. Danke. Danke zu. euch. Ich mach zu. Ciao. Ciao, danke euch. Mit den Schutzengeln im Gepäck reisen wir weiter. Der erste Aufenthalt hat uns beflügelt und den Glauben an uns selbst bestärkt. Kapitel 2: Schweiz. So, wir fahren jetzt dann gleich mit der Fähre über den Bodensee nach Konstanz und dann geht's ab in die Schweiz. Welcome to Switzerland. Danke. Rechts. Manchmal braucht man nur die richtigen Kontakte, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Über Freunde von Freunden und deren Freunde. Das Glück scheint uns zu verfolgen. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich Ja. habe jetzt gehört, dass ihr da gestrandet seid. Super. Also, Dann euch einen schönen Urlaub noch. Alter, einfach in den Wohnwagen erstmal rein hier. Hey, Pippi Langstrumpf. Hey, da ist ein Bett drin, Bro. No way. Jetzt da rein, oder? Alter, wie hast du das so lange ausgehalten, Bro?
Ein Handtuch. Du hast ein Handtuch vergessen. Junge, ist so kalt, Bro. Mach mal zu. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, irgendwie, dass wir Rückenwind haben. Also bis jetzt läuft eigentlich alles wie am Schnürchen. Mhm. Wenn du so on the road bist, bemerkst du erst, wie sehr du banale Dinge feierst. Ein Dach über dem Kopf, in einem richtigen Bett zu schlafen und am Morgen ein Müsli zu genießen. Wir beginnen, diese Kleinigkeiten viel mehr zu schätzen. Rein mit den Haferflocken. Je weiter wir uns von zu Hause entfernen, umso schwieriger wird die Schlafplatzsuche. Die Kontakte gehen uns aus und somit klingeln wir bei fremden Leuten. Hallo, Grüezi miteinander. wir machen gerade eine Bikepacking-Tour von München nach Gibraltar. Wie heißt das? Bikepacking-Tour, also mit dem Eine Fahrradtour. Fahrradtour. Und wollten fragen, ob ihr zufälligerweise eine Schlafmöglichkeit Da muss habt. ich mit der Frau drin. Ja klar, gar kein Stress. Ach, schon mal, der fährt auch Rad. Das ist gut. Hallo. Hallo. Und die Füße wieder ein bisschen aufschauen. Das andere Rot. Ah ja, warte, ich muss schon warten. Gestern waren wir beim Nachtessen und da kamen 2 Velofahrer. Und Regula hat gesagt, du, was wollen die von uns? Und siehe da, ich habe Michael angetroffen, ich habe Jakob angetroffen. Es waren Velofahrer und ich selber bin auch Velofahrer und deshalb habe ich Vertrauen gehabt. Jetzt möchte ich das noch einmal hinterfragen. Wieso kann man jemandem vertrauen? Weil er ehrlich ist zu sich selber. Was ich Ihnen auch noch mitgeben möchte, ist, das haben Sie aber sehr gut gemacht, Fragen stellen. Mit einer Frage lässt man den anderen arbeiten für sich. Und das bringt einem weiter. Und leider ziemlich erfroren, weil nochmal Frost gab, aber gelbe sieht man fast nirgends. Danke. Nichts zu danken, wie gesagt, wir sind die Beschenkten. Ich finde es so heftig halt, dass Fahrradfahren jetzt richtig unser Alltag ist. Wir stehen auf, packen unsere Sachen, fahren Fahrrad. Dann suchen wir uns eine Schlafunterkunft und ja, dann schlafen wir und dann am nächsten Tag geht's wieder los. Am späten Nachmittag macht sich wieder die Ungewissheit breit und wir stellen uns die tägliche Frage, wo schlafen wir heute? Manchmal muss man sich seinen Schlafplatz auch erst verdienen und ein paar Runden mit der Dorfjugend trinken. I've got a chicken on my head. So, jetzt müssen wir aber noch pennen, ey. Wir müssen morgen ein paar Kilometer machen. Hier werden wir heute schlafen. Regeneration ist etwas anderes, aber zumindest sind wir nach der wilden Nacht bestens gelaunt. Wir machen Strecke und durchqueren die nördliche Schweiz. Erste Nacht im Zelt, sind jetzt hier auf einem Campingplatz. Jetzt schauen wir mal, wo wir unser Zelt aufschlagen können. Freie Platzwahl.
Die letzten Tage haben wir öfters bei Fremden halt übernachtet, was auch richtig schön war, auch eben andere Leute kennenzulernen. Aber man hat dann nicht mehr so viel Zeit für sich und kann es auch nicht so gut verarbeiten. Und so hat man jetzt einfach hier mal ein bisschen Ruhe und kann sich seinen eigenen Gedanken widmen. Heute nochmal den Stinkerbär. 3 Tage nicht gewaschene Kleidung anziehen. Die Unterhose haben wir jetzt schon, glaube ich, eine Woche lang an. Nee, ich nehme frisch, glaube ich. Alles? Nur Unterhose frisch. Mit einer frischen Unterhose und einem vollen Magen geht's ab in den warmen und kuscheligen Schlafsack. Ich spüre gar nichts mehr, wirklich. Mir geht's gerade so schlecht. Wie oft ich die heute in der Nacht schon aufgepumpt habe. Vor allem, wenn du keine Matratze hast, ist es ja nicht also, dass es unbequem ist die eine Sache. Das ist aber völlig egal. Einfach die Kälte vom Boden. Ich habe wirklich jede Schicht an fast und friere trotzdem total. Zum Glück ist endlich diese super schlimme Nacht vorbei. Ja, mit Rettungsdecke habe ich dann wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf gefunden, ne? Obwohl die Luft wieder rausgegangen ist aus meiner Matratze. Das Flicken hat scheinbar nicht so viel geholfen. Ich fühle mich echt gerade richtig schlecht und übermüdet. Ich hoffe, ich werde heute noch die Energie haben für einen anstrengenden Radeltag. Allmächt, schon gar keinen Bock mehr auf den Tag. Was war das für eine Straße, Alter? Ich sag's euch, das ist einfach einer der beschissensten Wege hier. Es wackelt nur noch. Du kannst eigentlich gar nicht fahren. Mich hat's vorher schon fast geschmissen. Der Jakob wird bestimmt auch nicht so begeistert sein. Ich darf das jetzt nicht zu laut sagen, weil sonst hört der Mike das. Aber heute ist die Routenplanung echt für den Arsch, Alter. Scheiße geschlafen. So ein Start, Alter. Wir kommen nicht voran. Also ich wäre dafür gewesen, den Weg einfach zurückzufahren. Alter, fuck mich jetzt nicht ab hier. Wir sind wieder an der Straße. Gut, dass er nicht weiß, dass ich mich aus Versehen verfahren habe und dachte, ach, das geht schon. Zwischen Jakob und mir herrscht gerade eine Stille. Da wir 24 Stunden am Tag aufeinander kleben, wird es auf Dauer ziemlich anstrengend und führt auch zu Reibereien. Wir brauchen ein bisschen Abstand voneinander, um uns danach wieder zu versöhnen. Die Auseinandersetzungen schweißen uns aber noch enger zusammen. Kapitel 3: Frankreich. Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. Wir sind in Frankreich. Bonjour. Unsere Reise ist geprägt von Kontrasten. Ländliche Idylle, dann wieder rege Stadtleben. Wir treffen ein junges französisches Pärchen, die uns durch Valence führen und einen Schlafplatz anbieten. So good. Okay, we have to stop looking at this. Let's keep going, guys. During the past 2 years, we were getting more aware about climate change, about the effect of humans' behavior on the environment. And now we are trying to find a new path, a new way to live more in harmony with this nature, environment and other species.
You can't abruptly say, okay, tomorrow I won't eat meat. It doesn't make any sense. It's like a process and you take little step by little step. Because if you try to push yourself, I think you would give up because it's too hard. Gespräche mit den beiden über Umwelt und alternative Lebensweisen haben uns zum Nachdenken angeregt. Wir überlegen uns, wie wir selbst noch nachhaltiger leben könnten. Bisher hatten wir immer Rückenwind und alles ist geschmeidig gelaufen. Doch die Wetterlage ändert sich. Ein Gewitter zieht auf. Bikepacking is so much fun! Alter, ist das ein Scheißwetter heute! Ich bin eine reine Pfütze. So können wir nicht weiter radeln. Die dunklen Wolken verziehen sich und die Sonne kommt wieder raus. Durch dieses Wetterchaos wird uns wieder bewusst: Auch wenn eine Situation zunächst aussichtslos erscheint, sollte man Vertrauen haben, dass es wieder besser wird. Ausgeruht und erholt ziehen wir weiter. Wie Zugvögel. Immer weiter Richtung Wärme. Wir folgen dem Fernradweg Via Ronard. Wir fahren auf traumhaften Straßen durch das Rhonetal. Wir sind von Frankreich begeistert. Die Gastfreundschaft empfinden wir als etwas ganz Besonderes. Unser nächster Aufenthalt bringt uns zu Leuten, die schon viel von der Welt gesehen haben und den Austausch mit anderen Kulturen lieben. Nous avons plaisir du coup à accueillir des personnes chez nous. Ça fait à peu près 10 années. Si je compte toutes les personnes, vraiment, je pense que ça fait 150 personnes. Ce que j'aime surtout, c'est les rencontres et les échanges avec d'autres personnes, d'autres horizons, d'autres façons de penser. Comment on peut vivre ensemble avec nos différences, même si on n'est pas d'accord, se respecter et profiter des différences, parce que les différences, ça nous fait grandir. Wir sind beeindruckt von der Offenheit der Menschen. Fremde Leute, die uns in ihr Zuhause lassen und uns mit offenen Armen empfangen. Diese Lebenseinstellung möchten wir übernehmen. Voll durchgefahren. Was war das? Scherbe. Scheiße, der erste Platten. Wo sollen wir die Räder hinstellen? Bisschen zurück vielleicht, oder? Oder wir suchen uns eine Unterkunft, wo wir dann pennen können und das reparieren. Eine gute Ausrede auf jeden Fall. Da müssen wir uns doch reinlassen eigentlich. Bonjour. 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 You're looking for a place to spend the night? Yes. Okay, Yes. welcome. Really? So if you want, you have the garden, and perhaps you want a shower, you have something to clean, or this. Best advice is to not listen to the advice of somebody else. Make your own advice. No, that's true. You learn with a punch you take in your face. You learn with things which are not easy to do, and don't blame yourself of what you did 1 week or 1 month ago or 1 year ago. The past is the past. It's now important
correct when you can, but just try to be better for the next time. Dominiks Lebensweisheiten sind Wegweiser und stärken unser Selbstvertrauen. Auch wenn wir immer wieder Mut brauchen, fremde Hilfe anzunehmen, ist es jedes Mal eine Bereicherung für beide Seiten. Let's do it. Der kleine Ficker, der muss hier irgendwo sein. Hier ist er. Mögest du lang halten. Et voilà. On the first, you turn on the left. Okay. Alright. Bye. Bye bye, merci. Jetzt läuft Jakob sein Fahrrad wieder. Mal sehen, wie lang. Au, au, au! Und gleich sind wir am Meer. Wie geil ist es bitte, dass wir hier schon wieder eine Unterkunft gefunden haben? Ich komme gar nicht klar. Wir haben manchmal so einen Dusel einfach. Vor allem, wir haben den Dude gesehen dort und haben gesagt, ja, boah, es wäre so krass, wenn wir hier irgendwo übernachten können. Direkt am Meer. Wie weit ist das Meer entfernt? 50 Meter ungefähr. Man sieht es sogar von hier. I lied a lot to people I truly loved. I hurt so much people. After a moment, it came back to me, these bad feelings. So, as I said, I tried to kill myself. It was the ring bell I need. I realized I need to change. And then stopping drugs really changed it. For the first time of my life, I was seeing clearly what was happening around me. Water is an element of purification. It cleans everything. If you have bad emotion, negativity and everything, water will take it away. I focus my mind on the water to say, okay, now this water is cleaning me deeply and taking away my bad mood. And that's what the sea is doing. Uns fällt es oft schwer, am nächsten Tag Abschied zu nehmen. Die Menschen wachsen uns ans Herz. Wir fahren weiter und lassen schon bald Frankreich hinter uns. Ich schmier mich gerade mit Kokosöl ein, weil die Mücken hier, die gehen ab, Alter. Ich bin bombardiert von diesen scheiß Viechern. Überall juckt's. Kapitel 4: Spanien. Vamos a la playa. Dann verewigen wir uns mal hier mit Tailwind Forever. Wir waren da. Bob. Kurz nach dem Grenzübergang werden aus 2 Reisenden 4. Der Italiener Michele ist mit seinem Hund Didi und einem selbstgebauten Cargo-Bike unterwegs. Wir beschließen, die Straßen Spaniens gemeinsam zu bezwingen.
Die Aussicht, die ist gigantisch und ich glaube, wir werden eine richtig geile Nacht da haben. Is it the paradise? Yeah. I'm 26. It's an important age to decide what to do in our life, so it's why I left everything and I take my bike. Yeah, it's like a travel, but it's a nomad life. The most important thing is to have a relationship with person and to share experience. I think that no one know why we are here. We have just one life, so live it in the better way you can, because actually we don't know how much time we have. This is the only richness that we have, our time to spend in this planet. Yeah. Didi ist out. Ja. Nicht nur Didi ist von dem langen Tag erschöpft. Auch die restliche Bande ist hundemüde und schläft mit dem beruhigenden Meeresrauschen ein. Boah, Sheesh, Digga. Boah. Oh. Yeah. Boah, you have really to concentrate. How long did you train to ride this bike? No, just some hours. Yeah. Right. It's time, man. Yeah. Dude, Karagazzi. Und somit verabschieden wir uns wieder von unserem italienischen Kumpel, ballern wieder zu zweit weiter. Tut's sehr weh? Boah, Digga. Unser erster Unfall. Wir waren ziemlich schnell dran. Und dann konnte der Mike leider nicht mehr Bescheid geben, dass da ein Schlagloch kam. Ich habe es zu spät gesehen. Ja, jetzt ist das Fahrrad eigentlich im Arsch. Damit ist jetzt erstmal die Tour unterbrochen. Oh, ¿te ha ido? Wow, muchas gracias. Atención, tren sense parada. Utilicen solo los pasos habilitados. Auf zum Fahrradladen. Yeah, I need your advice. What's the best? Oh, guck mal. Yeah. Okay. Wie geht's dir so? Dein Fahrrad läuft wieder? Ja, ist richtig nice. Nichts kann uns aufhalten. Wir finden für alles Lösungen. Würdest du eher einen Verband drum machen oder so ein Pflaster dann für Schlafen später? Wahrscheinlich eher Pflaster. Ja, schon auf dem Wege der Besserung. Es bildet sich schon langsam eine Kruste auch, gell? Und Eiter.
Wir konnten Abstand zum Unfall gewinnen und erholen uns. Die letzten 24 Stunden waren mental und körperlich anstrengend. Aber wir hatten Vertrauen, dass wir eine Lösung finden. Die Räder laufen wieder rund und es geht weiter. Wir haben uns entschieden, nach Valencia jetzt halt mehr ins Inland zu fahren, die Küste zu verlassen. Dafür sind es halt ein paar mehr Höhenmeter und es knallt ziemlich runter. Also ich glaube, es sind heute über 35 Grad wahrscheinlich und die spürt man tatsächlich. Aber dafür ist es halt landschaftlich richtig, richtig schön und es sind auch nicht so viele Leute unterwegs. Also Autos sind wir bisher, glaube ich, heute 1 begegnet. Wenn wir sehr schnell fahren, oder wenn es runtergeht, da habe ich noch sehr viel Respekt und versuche ich eher noch langsam zu machen. Teilweise spielt sich der Unfall dann in meinem Kopf immer wieder durch, aber ja, ich bin nach wie vor sehr, sehr glücklich, dass nicht so viel passiert ist. Also wir hatten, glaube ich, echt ziemlich viel Glück im Unglück und unsere Schutzengel waren ziemlich aktiv. Danke denen nochmal. Und ich bin einfach glücklich, dass es weitergeht. Wir folgen dem natürlichen Verlauf der Juka-Schlucht. Majestätisch strecken sich die weißen Felswände in die Höhe. Hier ist kein Platz, um sein Zelt aufzuschlagen. Aber warum nicht einfach in einer Höhle übernachten? Que me levanto, aquí estoy en la naturaleza, lo puede ver, tengo los pájaros, la naturaleza. Entonces en la mañana me levanto feliz. Yo creo en Dios y después ya veremos cómo se pasa todo. Por el momento estoy bien. Estoy solo, muy bien. Bergauf, bergab, bergauf, berg runter. Ja, Mann! Ja! Wir haben es geschafft! Dieser Scheißberg! Woo! In der Provinz Albacete nimmt der Wind zu. Anstatt uns nach Gibraltar zu pusten, wird der Wind zu einer immer größer werdenden Hürde. Ich konnte überhaupt nicht schlafen, weil ich gedacht habe, das Zelt fällt jeden Moment zusammen. Hier mit diesen Barrikaden haben wir versucht, unser Zelt zu schützen vorm Wind. Aber Fehlanzeige, der Wind kommt aus allen Richtungen. Ohne Scheiß, ich bin so fucking müde, ey. Ist den Reifen, ja. Heute haben wir total schlecht geschlafen. Es ist aktuell ein sehr starker Wind hier in der Region und der wird auch noch ein paar Tage anhalten. Unser Energielevel ist gerade sehr, sehr gering und man wünscht sich einfach, in so einer Situation einfach zu Hause zu sein, im Bett zu liegen und sich zu erholen. Und jetzt halt in solchen Phasen heißt es dann wirklich durchkämpfen und einfach durchhalten. Ein Besuch aus der Heimat erwartet uns in der nächsten Stadt. Für uns ist das ein Lichtblick auf dem schwierigen Weg durch das Landesinnere. Jetzt erstmal Downhill, Baby!
Wir freuen uns, nach 7 anstrengenden Wochen unsere langjährige Freundin Denise zu treffen und ein paar Tage Pause vom Radeln zu haben. Es tut gut, wieder ein vertrautes Gesicht zu sehen. Wir genießen die Geborgenheit. Der Aufenthalt in Malaga bringt uns wieder zurück in die Spur. Gibraltar ist in greifbarer Nähe. Kapitel 5: Gibraltar. Es ist der große Tag, an dem wir nach Gibraltar fahren, einem Überseegebiet von Großbritannien. Nur eine Meerenge trennt hier Europa von Afrika. Auf unseren letzten Kilometern stellen wir uns die Frage, hatten wir Rückenwind auf unserer Tour? Definitiv. 3 Eigenschaften haben uns getragen und angetrieben. Mut, Offenheit und Vertrauen. Wir hatten den Mut, unsere Komfortzone zu verlassen und Veränderungen zuzulassen. Es brauchte Offenheit für Neues, für Begegnungen und den Austausch. Und zu guter Letzt hatten wir Vertrauen in uns selbst, in unsere eigenen Stärken, sowie das Vertrauen in die Warmherzigkeit anderer Menschen. Und dann haben wir es endlich geschafft. Nach über 2 Monaten körperlicher und mentaler Belastung überqueren wir die Grenze nach Gibraltar und erreichen den Europa Point. Dieser magische Ort ist das Tor zum Mittelmeer, das Tor zu dem, was danach kommt. Wir sind der Suche nach Rückenwind im Leben einen Schritt näher gekommen und bereit für unsere nächste Lebensphase.